So Freunde, bevor das Video startet, losen wir natürlich nochmal den Gewinner vom letzten Gewinnspiel aus. Ich bedanke mich recht herzlich für die ganzen Teilnahmen. Es sind wirklich diesmal verdammt viele. Wir haben 738 Kommentare. Wir aktualisieren nochmal. Kommt nochmal einer neu dazu? Nö. Okay, der letzte, der es reingeschafft hat, war hier Madboy vor 4 Minuten. Auf jeden Fall Dankeschön an alle Leute, die hier ihren Kommentar dagelassen haben. Ich wünsche euch natürlich allen viel Glück dabei und wir werden wie immer natürlich die URL von dem Video kopieren und geben sie auf den Comment Picker hier ein. Zack, und laden sie mal alle rein. Das Ganze wird natürlich wieder gefiltert. Das heißt, die Leute, die, ja, keine Ahnung, öfter kommentiert haben als einmal mit ihrem Account, die werden dann alle rausgefiltert. Kann natürlich sein, dass irgendjemand hier jemand anderen antwortet. Das zählt dann natürlich nicht als Teilnahme hiermit, sondern nur userbedingt zählt das einmal. Und wir laden mal die Kommentare rein. Das sind wirklich verdammt viele. Und natürlich kann nur einer aus, ja, keine Ahnung, roundabout 700 Leuten gewinnen. Ist natürlich sehr unwahrscheinlich, ne? Aber na klar, machen wir das auch wieder nächsten Monat. Das heißt, bleibt auf jeden Fall am Ball, verpasst nichts und lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da, damit ihr hier auch keine weiteren Gewinnspiele verpasst. Denn das werden wir definitiv spätestens zum nächsten Pilz-Event, ja, bis zur nächsten Pilzaktion werden wir spätestens dort wieder auch was raushauen. Deswegen vielen lieben Dank an euch alle. Danke für euren Support. Danke, dass ihr sowas möglich macht. Deswegen kann ich euch auch zumindest ein bisschen, ganz kleinen Teil auch zurückgeben. Und ich würde gar nicht lange rumfackeln. Wir reden gar nicht lange um den heißen Brei wie Babynahrungstester. Und ja, kommen direkt zum Punkt wie ein Elfmeterschütze. Und würde ich mal sagen, lassen wir jetzt die Katze aus dem Sack wie ein Tierfreund und picken den Gewinner. 3, 2, 1, let's go! Und wir haben hier Green Fire PvP 6512. Geht nur ab, schreibt er hier, ja. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ich habe natürlich auch sehr viele weitere Kommentare gelesen, die ihr mir geschrieben habt. Da waren teilweise echt lange Texte dabei gewesen und sehr herzergreifende Nachrichten. Da bin ich euch auch sehr für dankbar und hoffe, dass es auch nicht nur im Zuge des Gewinnspiels gewesen ist, sondern auch wirklich ernst oder ehrlich gemeint. Deswegen weiß ich alles sehr zu schätzen. Greenfire, melde dich bitte bei mir entweder auf Instagram oder auf Discord. Kontaktiere mich auf einen der beiden Plattformen. Beide Links findest du unten in der Videobeschreibung. Schreib mir dort bitte, dass du gewonnen hast. Dann werden wir noch eine kleine Überprüfung durchführen, dass du das dann auch wirklich bist. Und danach lasse ich dir die 100 € Paysafe Card zukommen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind heute wieder seit langer Zeit mal wieder auf dem Main unterwegs. Wir haben uns ja in letzter Zeit viel auf anderen Servern umhergetrieben. Jetzt sind wir mal wieder in der Heimat angekommen hier auf dem Fusionsserver 9. Endet nämlich heute bereits schon der Elevator, einen Tag früher, weil er ja auch einen Tag früher gestartet hat. Kann ich euch sehr gerne auch mal zeigen. Hier unten sieht man es, geöffnet noch 12 Stunden zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade hier das Video aufnehme. Ja, und wenn wir hier reingucken, dann sehen wir auch nur noch 12 Stunden. 5,5 Millionen Höllenmarken haben wir gerade gesammelt, 7,6 ist gerade Horizon. Ja, das ist eine sehr starke Leistung, muss man mal so sagen. Und ich bin gerade Platz 2 im Elevator. Der Stiefelkotzer ist noch ein bisschen vor mir, obwohl er deutlich niedriger noch im Stockwerk ist als ich. Ich muss sagen, ich hatte jetzt keine großartigen, heftigen Probleme, so wie letztes Mal bis Stufe 499 bis dato durchzupushen und heute werden wir auf jeden Fall auch die 500 knacken, komme was wolle. Ja, also im Vergleich zum letzten Mal, man wird ja auch jedes Mal immer stärker, ne? Jedes Mal, wenn der Elevator kommt, mein Account wächst und gedeiht auf jeden Fall. Und ich muss sagen, fiel mir deutlich leichter als beim letzten Mal. Ansonsten noch eine kleine News, die gestern auch rauskam, und zwar gibt es eine neue Fusion. Ja, der Fusionsserver 22 ist angekündigt worden und wird voraussichtlich am Freitag, den 15.03. fusioniert werden um Mitternacht und ist dann wahrscheinlich bis ca. 16 Uhr offline, kommt da dann den Tag danach dann wieder online. Damit inbegriffen ist der Server S17HU, S3132 von Tschechien, 3637 Polen und 39 und 40 von den deutschen Servern. Da werden jetzt auch so langsam die letzten deutschen Server auch zusammen fusioniert. Ich glaube 43.
Insgesamt gibt es aus Deutschland und ein paar internationale Welten, W31 bis W37, werden hier auch noch in Fusion 22 mit reingemerged werden. Vielleicht ist ja jemand von euch dabei, der unter anderem auf den Servern hier spielt. Auf jeden Fall könnt ihr euch darauf freuen. Und ja, da gibt es dann wieder definitiv einiges an Action auf dem Server. Wir sind gespannt, wir werden drauf schauen, wenn es soweit ist. Und ja, das als kleine News mal so kurz vorab. Okay, dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange rum. Wir gehen direkt rein hier in das Marv Kleine Übel. Ist der erste Gegner, den wir uns jetzt hier mal rausgesucht haben. Werden definitiv, wir haben hier gerade auch ein Special Offer, 20% Boni auf das, ja, auf Damage, auf die, wie heißen die eigentlich? Buffs sind ja nicht, ne? Lecker, Schmecker, aktive Schleckerei, genau. Die aktive Schleckerei ist hier gerade am Start, der Spinat. Und ja, zum Anfang ist es noch nicht ganz so wild, was wir nehmen. Dann nehmen wir einfach ja, entweder das Bier oder den Spinat. Das sind immer so mit die stärksten Sachen, die wir bekommen können. So. Nachher, später, versuchen wir die Gold-Items zu bekommen. Am besten eigentlich, ja, am besten das goldene Bier. Das ist mit am stärksten, muss ich so sagen. Habe ich auch auf anderen Servern festgestellt. Wenn man das hat, dann ist es eigentlich schon GG. So, ne? Bis dahin, okay, gucken wir mal, ob wir vielleicht mit dem normalen Bier hier auch so durchkommen. Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm. Und ja, wenn es ganz hart auf hart kommt, dann werden wir auch eventuell noch eine Rune wechseln. Aber ich denke mal, das sollte erstmal noch nicht nötig sein. Vorher, ich muss mal gucken, was haben wir überhaupt gerade drauf hier aktiv. Wir haben Feuerschaden. Okay, da ist erstmal schon... Okay, wir kommen aber trotzdem noch weiter, ja. Und, ja, wer mich schon länger verfolgen sollte, der weiß ja, dass ich auf Stufe 700 mich komplett neu equippen will, weil ich jetzt mit Jahre alten Equipment mittlerweile schon rumrenne und die Waffen... Wir gehen einfach mal hier rein. Jetzt mittlerweile 300 mehr Durchschnittsschaden haben. 300, ja, holy shit. Und wenn ich jetzt noch bis 700 warte, dann wird es halt noch mehr so, ne? Also wenn ich, ne, es ist wirklich schon ein sehr altes Equipment, wenn ich mich auf Stufe 700 neu equippe, dann sage ich euch, dann ist was los und dann werden auch hier die, ja, dann wird der Elevator, das ist dann für mich ein Kinderspiel. Also ich komme so schon ganz gut durch. Ich muss ein bisschen pilzen auf jeden Fall bis Stufe 500, bis Etage 500. Wir haben es in der Vergangenheit öfter auch schon geschafft. Aber wenn wir hier komplett ausrasten auf Stufe 700 und auch equipmenttechnisch alles auf 20 ziehen, was auch easy machbar ist mit den Ressourcen, die ich hier gelagert habe. Also ich halte mich künstlich momentan gerade ein bisschen schlechter, als ich eigentlich bin. Und deswegen, ja, kommen neue Edelsteine, werden auch dann reinkommen auf der Stufe. Ich kann hier schon über 2300er locker finden hier. Und da das Ganze auch vom Level abhängig ist, werden die natürlich auch nochmal besser bis Stufe 700. Die werden dann hier auch ausgetauscht. Es wird ein Fest, meine Freunde. Und ich hoffe, ihr werdet mich da bis dahin natürlich noch begleiten, damit ihr das mit mir miterleben könnt, wie wir uns hier komplett umequippen und dann ja den ganzen Server hier dominieren werden. Weiß ich nicht. Ja, mal gucken, wie es danach aussehen wird. Keine Ahnung. Aber definitiv werden wir dann deutlich besser sein als zuvor. Definitiv. Ja, ich gehe davon aus, dass es zum Ende des Jahres was wird mit Stufe 700. Am besten relativ pünktlich zum Winter-legendären Dungeon, wenn der geöffnet ist, wenn der seine Pforten öffnet, dass wir dort dann halt eben, nehme ich noch das normale Bier, kriege ich das noch so hin? Ja, dass wir dort eben das abpassen, dass wir uns in dem Winter-legendären Dungeon komplett neu einkleiden mit neuem Equipment, ja, alles legendär, alles schicki, alles neu, alles plus 20 verbessert, ja, alles aufs Maximum hochgezogen, neue Steine rein, ne, neue Waffe, etc. pp. Und ja, dann werden die nächsten Elevator auf jeden Fall hier gar kein Problem mehr darstellen. So, ja, wie gesagt, momentan gerade ist es halt eben einfach so, dass ich sehr gerne bis Stufe 700 warten will. Ich nehme es persönlich so ein bisschen auch als Challenge, muss ich sagen. Ich habe was, worauf ich mich freue, wo ich darauf hinarbeiten kann. Selbst so ein paar kleine Zwischenziele setzen, so ist immer wichtig. Vor allen Dingen, wenn ihr mit Shakes and Fidget anfangt. Am Anfang ist es noch nicht so schlimm, weil da schaltet ihr hier und links und rechts immer was Neues frei und ja, kommt noch relativ
schnell im Level voran. Aber wenn ihr nachher wirklich schon so, ja, ich sag mal so 600 seid, obwohl eigentlich schon früher, aber so ab 600 merkt man es nachher wirklich extrem, dann habt ihr nachher nicht mehr viel, auf was ihr euch freuen könnt. Dann sind die Dungeons auch wirklich rar wie Dateiarchive, so, ne? Also da, ja, es ist halt nicht mehr viel mit Zwischenzielen so. Da müsst ihr euch eure eigenen Ziele setzen, so. Setzt ihr euch vielleicht ein Ziel Stufe 650 oder setzt euch ein Ziel 400.000 im Hauptattribut oder setzt euch das Ziel 200.000 als Basisattribut oder so. Oder nehmt die Ehrenhalle irgendwie als, da habe ich noch irgendwie, ja, einen Druiden habe ich da gesucht auf meinem Battle Mage. Genau, so eine Zwischenziele halt, ne? In der Ehrenhalle vielleicht nehmt ihr euch da als nächstes ein Ziel oder was weiß ich, ne? Immer so ein paar kleine Zwischenziele persönliche nehmen, ne? Oder halt beim nächsten Elevator vielleicht ein bisschen besser abschneiden, so. Auf jeden Fall ist es halt relativ einfach, Shakes and Fisher zu starten und auch die ersten Monate, vielleicht auch das erste Jahr zu spielen. Okay, mit dem Ding sollten wir schon durch sein. Aber danach wird es halt wirklich, ja, muss man sich immer neue Sachen suchen. Vielleicht, also die meisten fangen in der Phase auch an, einen zweiten Account zu spielen, weil auf dem ersten Account fast nichts mehr los ist. So war es zumindest bei mir gewesen. Da kamen noch andere Konstellationen dazu, zum Beispiel damals war es eine neue Klasse gewesen. Mein Kampfmagier ist ja meine zweite Klasse so, ne? Und ja, da hatte ich viele coole Leute um mich rum gehabt in der Gilde damals, ja, in der wir gespielt haben. Also auch da, ne, das zählt auch mit dazu, dass ich einen neuen Account ja, angefangen habe, aber halt auch eben auf meinen Main war kaum noch irgendwas los gewesen. War kaum noch was zu tun und deswegen, ja, wurde es dann in dem Moment für mich auch Zeit für den nächsten Account auf jeden Fall, ne? Muss man nachher gucken. Der dritte ist dann schon, wo man sagen muss, okay, das reicht dann an Tageslimit, weil dann sollte man das Tageslimit auch irgendwo nicht außer Acht lassen, weil ja, irgendwo müsst ihr euch ja dann um 3 Accounts gleichzeitig pro Tag kümmern und manchmal hat man am Tag einfach mal nicht so viel Zeit und dann wird es natürlich schwierig dann, sich anstatt um 3 zu kümmern als Beispiel. Und es gibt ja auch Leute, die haben, keine Ahnung, jede Klasse einmal, das könnte ich gar nicht, wäre mir viel zu viel. Da müsste ich Shakes and Fisher hauptberuflich zocken, so, ne, wenn ich das irgendwie gewuppt kriegen würde. Aber das geht ja nun mal nicht, ne? Okay, wir sind jetzt hier mittlerweile bei Stockwerk 500 angekommen. Wir werden uns durchpilzen. Wir haben die richtige Rune ausgewählt. Ja, und da sind wir auch schon durch. So einfach ist das. Wir kommen hier auf Stockwerk 500. Und das ist übrigens der 500. von 500. Und den 500. muss man selbst auch nochmal besiegen. Und dann landen wir auf Stockwerk 501. Also wir sind quasi noch weiter mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Und wir sind noch unter dem Fahrstuhl unten drunter so, ne? Also was ich mir auch vorstelle irgendwann, bevor wir den jetzt legen gleich, ich glaube, dass wir früher oder später vielleicht, keine Ahnung, ist nur meine Schätzung, mein Guess, aber da viele Leute mittlerweile gar nicht mehr so große Probleme mit den Elevator haben. Als der released worden ist, hat ihn ja niemand geschafft. Oder ich glaube nur 1 oder 2 irgendwie. Ganz, ganz wenig, ne? Also ich glaube nicht niemand, aber 1, 2 Leute haben ihn irgendwie geschafft. Also wirklich extrem wenig. Mittlerweile schaffen den ja schon ein paar mehr. Ich glaube, die werden früher oder später irgendwann nochmal die Stockwerke erweitern bis Stockwerk 666. Das würde thematisch zum Elevator auch wirklich sehr gut passen. Also, ja, mal gucken. Mal gucken. Mal abwarten. Ja, ich weiß von nichts. Aber vielleicht, es ist so, ja, keine Ahnung. Oder sie werden den Schwierigkeitsgrad erhöhen, aber ich glaube, dann werden eher die Stockwerke erweitert. Ja, mal schauen, mal abwarten. So, wir sind jetzt beim letzten. Wir waren beim letzten Gegner. Ja, also wirklich mittlerweile. Ich brauche zwar immer noch ein paar Pilze, aber jetzt stellt euch halt einfach mal vor, alleine die normale Waffe, die ich da. Soll ich die mir mal einfach aus Jux? Soll ich mir die mal aus Jux einfach kaufen? Also ich gebe jetzt einfach mal effektiv, ja, für einen Haufen Scheiße jetzt mein Gold aus. Ja? Ich meine, wir haben es ja gerade Hexen-Event zum Glück, aber wir kaufen die jetzt einfach mal. Die hat auch eine 6000er Spanne. Warte mal. 4023. Wir schauen mal ganz kurz. Wenn ihr euch, warte mal, 4023 mal 1,5. 6034.
Okay, wenn ihr euch mal euren Rechtsrausschaden berechnen wollt, dann nehmt ihr einfach den Durchschnittsschaden, also 4023 mal 1,5 in dem Falle jetzt, und dann bekommt ihr das raus, was ihr rechts raus maximal finden könnt. Ja, variiert natürlich immer mit der Waffe ein bisschen. Ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass die Waffe aktuell ist, weil bei der Waffe habe ich hier zum Beispiel nur einen Durchschnittsschaden von 3721. Ist natürlich dann nicht mehr aktuell, ne? Deswegen immer auf aktuelle Waffen achten. Wir nehmen die einfach mal, ja, so, also wir haben jetzt dafür 2,5 Millionen ausgegeben, weil wir die jetzt wieder auch gleich verkaufen. Aber achtet mal jetzt nicht auf die Intelligenz, die spielt hier jetzt keine Rolle, ist sowieso Stärke-Attribut drauf, aber achtet mal auf den Schaden hier unten, ja. Übrigens, das hier ist eine legendäre Waffe im Vergleich zu einer normalen. Normale Waffe, epische Waffe und dann kommt die legendäre, ja. Das ist einfach eine stinknormale. Achtet mal auf den Schaden hier unten, passt mal auf. Boom. Im Durchschnitt, ja, im Durchschnitt einfach. Also ich tease mich wirklich selbst damit, dass ich mir das noch so lange aufhebe, so, aber es wird wirklich ein Fest, ja. Alleine hier der Unterschied schon. Und dann überlegt euch das. Wir haben noch ein paar Level bis Stufe 700. Da wird der Schaden nochmal größer werden. Und vor allem auch die Attribute da drauf, ne? Die Attribute sind ja auch relativ schmackhaft, sag ich mal. Erhöhen ja auch dann nochmal den Schaden. Und dann halt die Verbesserung und die Steine. Boah. Junge, Alter, da bin ich so heiß drauf, ne, wirklich. Und ja, Leute, wir haben es geschafft, wir haben den Elevator durchgespielt. Ich hätte den auch wahrscheinlich schon die letzten Tage schaffen können, so auf 500, aber ich wollte es mir jetzt fürs Video nochmal mit euch zusammen aufheben. Du hast den Boden der Hölle erreicht, doch leider ist hier niemand. Du musst dich also gedulden, bis du wieder hochgezogen wirst, um neue Gegner zum Ausplündern zu finden. Ja, man wird ja mal 20 Etagen hochgesetzt wieder. Ist für mich jetzt heute der letzte Tag und ja, mal schauen, ob mich Stiefelkotzer noch einholen wird. Ich denke mal schon, dass er vielleicht noch ein paar Etagen pushen kann. Auf jeden Fall war es das erstmal soweit von mir. Meine Leistung zum Elevator ist, glaube ich, diesmal auch das höchste, was ich hatte. 220.714 Höllenmarken habe ich insgesamt jetzt für meine Gilde gesammelt. Auch nicht verkehrt, denke ich mal. Und jo, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mal sehen wolltet, wie das Ganze aussieht, wenn man den Elevator durchspielt, dann kommt das hier. Und ja, wenn es der Fall sein sollte, lasst auf jeden Fall sehr gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten ja, wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. So Freunde, auch in diesem Monat geht natürlich ein Riesendank raus an meine Support-Video-Mitglieder da draußen. Ich wollte sie ja immer am Ende des Monats, am letzten Tag des Monats erwähnen. Heute haben wir schon den zweiten, es tut mir leid, ich habe es ein bisschen verpennt durch den Februar, dass der jetzt so wenig Tage hatte, ist natürlich keine Ausrede. Aber natürlich bedanke ich mich auch wieder diesen Monat bei iPEX, vielen lieben Dank an dich, dass du auch diesen Monat hier die Support-Video-Mitgliedschaft abgeschlossen hast. Dann haben wir auch den Timo MK, auch wie beim letzten Mal wieder am Start. Dankeschön auch an dich, mein Bester. Und dann haben wir auch wieder am Start den Zellhack. Dankeschön an euch drei, so wie letzten Monat auch, für die Support-Video-Mitgliedschaft. Weiß ich sehr zu schätzen, ist natürlich alles ein Support, der nicht nötig ist, aber das freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier mich und den Kanal auch, ja, überdurchschnittlich natürlich auch supporten wollt, ja, geldlich halt, ne? Und deswegen, das weiß ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr doll zu schätzen. Natürlich reicht es schon immer aus, wenn die Leute da draußen schon alleine die Videos gucken oder als kostenlosen Support da lassen durch, weiß ich nicht, Daumen hoch, Kommentare oder einfach nur ein ja, stiller Zuschauer, ein Lurker, der einfach nur seinen stillen Lurk-View da lässt, ne? Das weiß ich natürlich auch alles sehr zu schätzen, aber natürlich nochmal ein extra Dankeschön an euch, die hier das Ganze auch nochmal ja, finanziell unterstützen. Deswegen Dankeschön, Kuss geht raus an euch und ich würde dann sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.